Hallo alle! Wie in den letzten Videos in dieser Serie werden wir heute noch über einen Wortschatz über ein bestimmtes Thema sprechen. Heute sprechen wir über Filme. Wie man wahrscheinlich erwarten kann, gibt es viele Wörter, die in dem letzten Video waren, die in diesem Video auch passen würden, da die Arten dieselben Namen haben. Dieses Video wird hauptsächlich über Wörter wie Regie oder Schauspieler oder die Leute und Sachen, die man, um einen Film zu machen, braucht. Die erste Person, an wen man normalerweise denkt, wenn man über Filme denkt, ist der Schauspieler oder die Schauspielerin. Man kann auch das Wort Darsteller oder Darstellerin verwenden. Zum Beispiel, Robert Downey Jr. ist der Hauptdarsteller von Iron Man. Er spielt die Rolle von Tony Stark. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass ich das Präfix Haupt vor dem Wort Darsteller gesagt habe. Das Präfix Haupt bedeutet, dass etwas das Wichtigste ist, und in diesem Fall bedeutet es, dass er der Hauptfigur dieses Films Iron Man ist. Wenn man einen Film sieht, der von der originellen Sprache in einer anderen Sprache übersetzt wurde, und alles was neu ist der Ton, wird man vielleicht wissen wollen, wer der Synchronsprecher ist. Der Synchronsprecher ist der die Stimme für einen anderen Schauspieler in der zweiten Sprache spricht. Es ist auch interessant zu sagen, dass der Synchronsprecher für viele amerikanische Schauspieler dieselbe Person ist. Zum Beispiel, der Synchronsprecher für Dan Aykroyd, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger sind alle derselben Mann, Thomas Danneberg. Der Filmproduzent oder manchmal nur der Produzent ist die Person, die hinter den Kulissen vom Anfang an arbeitet, um sicher zu sein, dass der ganze Film ohne Probleme gemacht wird. Sie arbeiten mit der technischen Seite, sie arbeiten auch mit dem Drehbuch und sie machen fast alles hinter den Kulissen, die man nicht von der Regie erwartet. Eine andere wichtige Person in dieser Industrie ist der Regisseur. Manchmal nennt man das auch nur Regie. Das ist die Person, die den Schauspielern oder Schauspielerinnen sagt, wie man spielen soll. Normalerweise, wenn man die Credits von einem deutschen Film sieht, sieht man die Wörter ein Film von und dann den Namen dieser Person. Das ist, wie man den Regisseur identifizieren kann. Stab und Besetzung heißt Cast and Crew auf Englisch, obwohl auf Deutsch man Stab und Besetzung sagt und auf Englisch ist es umgekehrt. Es ist ein bisschen getauscht. Normalerweise ist das eine sehr große Liste von Personen. Heute spreche ich nur über die wichtigsten. Du solltest einen deutschen Film sehen, wenn du mit diesem Video fertig bist, und die Credits zuschauen, um die anderen Wörter zu lernen, die ich nicht in diesem Video gesagt habe. In dem Drehbuch steht alles, was man in dem Film tun oder sagen soll. Der Herstellungsleiter heißt es auf Englisch Production Manager. Man kann das auch Produktionsleiter nennen. Das Szenenbild ist das Wort für Production Design. Das ist die Person, die die Szenen aufbaut. Der Ton ist Sound und man benutzt das Wort Schnitt, um Editing zu sagen. Aber das Wort die Redaktion ist eigentlich das Wort für Editorial Office. Offensichtlich, wie mit anderen Themen, die viele technische Wörter haben, gibt es viele amerikanische Wörter, die in die deutsche Sprache eingeschlichen sind und ein Genus bekommen haben. Das enthält Wörter wie das Casting, die Kamera, das Kostüm, die Musik und das Make-up. Aber man kann das auch die Maske nennen. Ich glaube, das soll für heute alles sein, aber ich will auch etwas über meinen Lieblingsfilm sagen. Mein Lieblingsfilm ist Lucky No. 11. Er ist ein sehr cooler Film mit Josh Hartnett, Lucy Liu, Bruce Willis, Morgan Freeman und Ben Kingsley. Josh Hartnett spielt die Rolle von Nick Fisher, aber er sagt in diesem Film, dass er nicht Nick Fisher ist. Ben Kingsley und Morgan Freeman sind beide in diesem Film Gangsters und sie wollen einander umbringen. Bruce Willis ist ein Auftragsmörder, der Nick Fisher umbringen soll, nachdem Nick Fisher Morgan Freeman oder Ben Kingsley umbringt. Ich persönlich mag diesen Film, denn er verwendet die englische Sprache in einer Art und Weise, die man seltsam sieht. Wenn man was ich meine sehen will, gibt es einen Link da unten in der Beschreibung, wo man den Trailer finden kann.
Wenn man einen guten deutschen Film sehen will, gibt es einen Link da unten für Goodbye Lenin. Und das ist ein sehr cooler deutscher Film. Schaut auch meinen Blog vorbei, um mehr Deutsch zu lernen. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heute spreche ich nur über